just don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Also bei mir ist es am Morgen. Wie spät es bei euch denn sein wird, wenn ihr das Video schaut, kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz sagen, was ich heute mache. Ich werde heute hier ein bisschen Unkraut schneiden, zu Hause bei mir. Und könnte es natürlich auch mit dem Rasenmäher machen, aber da der Rasen jetzt nicht so viel gewachsen ist hier in der letzten Zeit durch die Trockenheit und ich auch nicht wirklich Rasen mähen möchte, weil dann wird er vielleicht noch kürzer, trocknet noch mehr aus. Bin so schon immer ein bisschen beschäftigt mit Bewässern, auch vom Rasen. Aber durch das Bewässern kommt natürlich jetzt auch ein bisschen Unkraut und das wollte ich jetzt heute ein bisschen schneiden. Habe dafür meine Motorsense, werde auch sicherlich noch ein, zwei paar Bäume mit der Motorsäge ein bisschen bearbeiten müssen, weil die Äste dann doch ein bisschen zu tief sind und ich gern das einfach unten ein bisschen frei habe, dass man hier vernünftig laufen kann, und werde euch da das ein bisschen zeigen, wie ich hier vorgehe, was ich hier so mache. Werde da eben so ein paar Stellen, wo es ein bisschen hochgewachsen ist, wo das Unkraut eben gekommen ist, dann ein bisschen ausbessern, sage ich mal. Und hier sind die Gerätschaften, mit denen ich das tun werde. Das ist einmal meine Motorsense da. Ich arbeite da mit einer Schnur. Da ist die Motorsäge und dann noch ein bisschen kleines Werkzeug. Ich arbeite eben mit der Motorsense hier mit einer Schnur, weil ich nicht unbedingt irgendwas beschädigen möchte. Wir haben ja halt Fliesen ums Haus rum und so weiter, und wenn ich da mit dem, es gibt ja noch so einen Aufsatz, wo ein größeres Messer drauf ist, das zeige ich euch dann mal, wenn ich auf dem Land draußen bin. Da möchte ich eigentlich heute da noch hin, bei den Kokosnussbäumen ein bisschen freischneiden, ums Haus rum ein bisschen freischneiden. Und ja, da lasse ich euch ein bisschen zuschauen, werde dann ein bisschen die Kamera mitnehmen und dass ihr mal seht, was hier so meine alltägliche Arbeit ist, und hoffe, ihr habt da Spaß dran. Dann zeige ich euch noch kurz die Stellen, die ich da eben ein bisschen ausbessern möchte, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Da habt ihr hier eben so Sachen, die denn da rumwachsen, um meinem Teich und sowas. Das habe ich dann halt nicht so gern. Da könnt ihr es auch stehen lassen, aber ja, ich will es dann doch ein bisschen auch schön haben hier. Da sieht man eben auch, da sprießt jetzt mittlerweile das Unkraut, und das werde ich jetzt dann alles ein bisschen schneiden. Geht mit der Motorsense eben ein bisschen schnell. Wie gesagt, ich werde hier jetzt nicht mit dem Rasenmäher drüber gehen, weil der Rasen meiner Meinung nach noch nicht so hoch ist. Aber so ein paar kleine Stellen werde ich jetzt ein bisschen bearbeiten. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. So, hier vorne bin ich jetzt schon fertig. Also vorne quasi, wenn man vorm Haus steht, vorne rechts. Das sieht dann so aus. Jetzt ist so das grobe Unkraut weg. Ich werde jetzt anfangen, vorne schon zu bewässern, dass die Wiese dann gleich wieder Wasser bekommt, und mache dann in der Zeit dann hinter mir weiter. Jetzt seht ihr hier im vorderen Bereich, war ich ja eben fertig, bewässert da gerade. Dann zeige ich euch jetzt noch schnell, wie es hinten aussieht.
Bin jetzt ringsrum fertig. Habe die Ränder hier von dem Rundweg wieder schön ausgeschnitten. Und so sieht es jetzt eben aus. Um meinem Teich rum ist es auch wieder sauber. Die Hunde sind jetzt zwar ein bisschen beleidigt mit mir, weil sie nicht mehr auf der Wiese rumliegen können, weil ich jetzt gerade bewässer. Und gerade Coco hat Wasser nicht so gern. Und ja, die liegen jetzt vorne in der Einfahrt, ruhen sich da ein bisschen aus. Und ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen. Und zwar muss ich jetzt eben hier durch das Schneiden natürlich jetzt das ganze Gras auf den Fliesen. Das werde ich jetzt alles noch schön wegkehren. Werde da ein bisschen aufräumen. Und dann, wie gesagt, geht es weiter aufs Land raus. Werde da noch ein bisschen ums Haus rumschneiden, das Unkraut. Zu Hause bin ich jetzt eben soweit durch. Das reicht mir hier vollkommen. Ich werde hier nicht mehr machen, weil eben die Wiese ist sowieso schon trocken. Wenn ich da jetzt noch mehr mache, dann ist das meines Erachtens nach kontraproduktiv. Und der Regen wird ja dann hoffentlich bald wieder kommen und dann sieht die Wiese ja auch wieder anders aus. Aber so das grobe Unkraut ist jetzt weg. Und die Bäume habe ich jetzt auch soweit alle. Die überflüssigen Triebe habe ich entfernt. Habe meine Blumen hier ringsrum beschnitten. Die habe ich auch wieder schön ein bisschen in Form geschnitten, weil die mir sonst auch überall hinwuchern. Ja, dann bin ich jetzt hier soweit durch und hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, mir da ein bisschen bei zuzuschauen. Und ich gehe weiter aufs Land und nehme euch da sicherlich auch noch mal mit. Denn if only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie. so, jetzt bin ich auf dem Land angekommen, habe euch ja versprochen, hier geht es noch ein bisschen weiter, hier werde ich noch ein bisschen weiter Unkraut schneiden. Zu Hause bin ich soweit durch. Ich werde jetzt hier noch einiges ums Haus rum an Unkraut schneiden. Zum Meer werde ich heute nicht mehr kommen. Beziehungsweise ich werde dann da nochmal einen Tag hier rausgehen und euch dann daraus ein Video machen, weil ich dann bei den Kokosnussbäumen noch auch das Unkraut schneiden will. Dann lege ich jetzt mal los. Könnt ihr dann auch wieder ein bisschen zuschauen. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping. Erstes Stück ist geschafft. Habe ich hier ein bisschen um das Holzlager und um das Strohlager ein bisschen rum sauber gemacht. Jetzt ist es wieder sauber. Sieht man auch wieder ein bisschen an den kleinen See ran. Ich mache jetzt weiter da ums Haus rum. Um das ganze Haus rum. Das will ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Das mache ich noch sauber. Was das hier ist, das werde ich euch dann mal erklären. Wenn ich den Rundgang hier mache, dann erkläre ich euch das noch. Ansonsten seht ihr ja wieder jetzt ein bisschen sauber. Und ich habe wieder ein bisschen mehr geschafft. Jetzt geht es weiter. Mache ich ums Haus noch rum. Ziehe mir eine neue Schnur auf meine Maschine auf. Und dann geht es rund. Nehme ich da jetzt aber nicht mehr mit, weil ich denke, wie man Unkraut schneidet hier, das habt ihr jetzt gesehen.
und zeige euch dann aber nachher das Ergebnis. So sieht es im Moment aus. Ein bisschen verwildert. Meine Frau wird mich dafür sicherlich steinigen. Aber keine Sorge, da mache ich jetzt klar Schiff und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, mache ich noch weiter, eine halbe Stunde, denke ich, bin ich fertig ums Haus rum und dann sehen wir uns wieder. Bis später. So, ich bin durch. Also mein Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Ich habe ums Haus rum das Unkraut geschnitten. Ich habe vorm Haus das Unkraut geschnitten. Das Ganze sieht so aus. Eben, das hatte ich euch ja vorher gezeigt. Hier ist so direkt neben meinem Strohlager. Das Strohlager und Holzlager ist ja dort. Hier ist jetzt eben sauber. Dann ums Haus rum. Hatte ich euch ja vorher gezeigt. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist den Bambus. Hatten wir letztes Jahr geschnitten, da werde ich auch wieder ein bisschen frei machen. Aber ansonsten eben ums Haus rum ist es jetzt schön sauber. Sieht man ja da. Meine Kokosnüsse da, die Zwillinge, wo ich gepflanzt habe, die haben es auch überlebt, so wie es aussieht. Die wässere ich die letzte Zeit auch schon fleißig. Aber eben ums Haus rum ist jetzt wieder schön sauber. Das Unkraut ist weg. Das ist noch ein Chilibaum. Da habe ich die Erfahrung gemacht, der kommt wieder von alleine. Das, was ich hier nicht geschnitten habe, das ist Zitronengras. Das ist eigentlich ganz gut, wenn denn zur Regenzeit verbreitet sich das immer ein bisschen mehr und ist ein guter Schutz gegen Insekten. Da in der Mitte war auch ein Zitronengras, das habe ich aber jetzt komplett runtergeschnitten, weil es komplett trocken war. Das wird dann aber wieder zur Regenzeit wieder kommen, also die Erfahrung habe ich letztes Jahr auch gemacht. Das kommt auf jeden Fall wieder. Aber hier ist jetzt auf jeden Fall auch sauber. Alles sauber, das ist noch Zitronengras, Zitronengras, Zitronengras. Kann man auch mitnehmen, kann sich einen Tee draus machen, schmeckt wunderbar. Hier habe ich auch sauber gemacht. Hier haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Ananas noch gepflanzt. Die Kokosnuss, so wie es aussieht, hat es leider nicht überlebt und die da drüben auch nicht, weil wir hatten ja zur Regenzeit, also stand das Wasser hier und da war hier alles überspült und so wie es aussieht, hat lediglich die Ananas, der kleine Bananenbaum überlebt, aber die Kokosnuss, so wie es aussieht, wird es nicht überlebt haben und die da drüben auch nicht. Die hat es auch nicht überlebt, so wie es aussieht. So außenrum um See, das mache ich ein anderes Mal noch weiter. Ich bin jetzt bis da hinten hingekommen, aber jetzt sollte ich die Tiere so langsam wieder füttern. Bin jetzt auch ein bisschen kaputt, weil den ganzen Tag die Maschine tragen. Das sieht zwar immer leicht aus und einfach aus, aber das strengt dann doch auch an. Ja, jetzt ist mein Ziel auf jeden Fall erreicht. Bin glücklich. Und so wie ich es euch gesagt habe, wenn ich denn die Kokosnussbäume dort, das Unkraut wegmache, da werde ich euch wieder dazu nehmen. Aber jetzt gehe ich nach Hause, werde mir ein kühles Bier genehmigen und dann bin ich heute Abend noch eingeladen worden zum Essen. Dort, wo ich heute schnell war, auf dem Maniokfeld. Dort bin ich eingeladen worden zum Essen, weil ich da ein Video für ihn gemacht habe. Und dann lasse ich den Abend ruhig ausklingen. Morgen geht es dann natürlich wieder weiter. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me.
Heute wieder auf dem Land. Ich hatte euch auch erzählt, dass ich mit dem Unkrautschneiden hier bei den Kokosnussbäumen noch weitermachen möchte. Das habe ich jetzt heute gemacht. Bin damit fertig. Ich habe gedacht, ich zeige euch nicht nochmal die ganzen Säen mit der Motorsense. Habt ihr ja schon von zu Hause und hier ums Haus rum gesehen. Zeige euch aber dann einfach jetzt das Endergebnis noch und dann könnt ihr da ein bisschen euch das noch anschauen. Und zwar habe ich eben einmal dort hinten die Linien, ich laufe jetzt nachher mal durch, geschnitten hier auf der Linie. Da hat es leider nicht mehr so viele Kokosnussbäume, da ist eine schwierige Erde. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch einige und es sieht jetzt eben wieder schön aus. Also ich laufe jetzt mal mit euch runter und zeige euch das noch von unten, wie es aussieht. Dann könnt ihr es euch ja mal anschauen. So, jetzt bin ich nach unten gelaufen. So sieht es jetzt von unten aus eben. Das Unkraut hier ist schön weg. Ich meine, jetzt ist es gerade eine angenehme Zeit. Da es ja keinen Regen hat oder wenig Regen hat, wächst das Unkraut hier auch nicht so schnell. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt eine Weile lang nicht mehr geschnitten. Und dementsprechend wollte ich das jetzt auch mal wieder machen, weil ich werde jetzt bald wieder den düngen mit meinem Mist von den Hühnern und von den Schweinen. Werde ich bald wieder düngen. Also ich denke so Ende Monat werde ich das tun. Und genau, jetzt ich habe ja gehört, dass wir ein paar Palmspezialisten unter den Zuschauern haben, wo ich mir immer wieder Gedanken mache. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Vielleicht könnt ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet. Und zwar mit den alten Blättern. Oder wenn die auch schon, sage ich mal, anfangen braun zu werden. Soll man die schon oder kann man die schon schneiden, wenn die braun werden? Ich habe eben gehört, man soll warten, bis die von alleine wegfallen. Ich frage mich da immer wieder, was ist die richtige Methode? Könnt ihr ja mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob die Blätter da, ob man da wirklich warten soll, bis die von alleine abfallen. Oder ob man denn eben zum Beispiel, wie jetzt das hier, ob man das schon schneiden kann oder warten soll. Das würde mich mal brennend interessieren, wie die Meinungen der anderen sind, ob man das oder wie man das richtig macht. Wie gesagt, ich habe da schon viel drüber gehört, aber was jetzt davon richtig ist, das weiß ich nicht. Zu Hause schneide ich sie mir dann immer weg, sobald sie anfangen, auch irgendwie in die Einfahrt reinzuragen. Aber hier stört es mich nicht, wenn die von alleine wegfallen. Aber ja, lasst mich mal wissen, was der richtige Weg ist. Das würde mich mega freuen. Und klar, das Unkraut, das wächst natürlich hier auch mehr, sage ich mal, weil ich ja hier auch immer zusätzlich noch bewässer. Und von daher wächst das Unkraut natürlich auch. Und mit dem Dünger, wo ich da monatlich gebe, natürlich auch. Von daher, auch in der Trockenzeit muss ich hier hin und wieder Unkraut schneiden. Aber sag mal, da hat das nicht so eine hohe Priorität bei mir, außer jetzt das Unkraut wird dann so viel, dass mir die kleinen Bäume noch zudeckt. Dann ist das bei mir der Zeitpunkt, wo ich aktiv werden muss. Hier seht ihr jetzt die Bäume, die ich nicht so gern habe, die ich eigentlich gern umhau. Ihr seht es ja, hier liegen welche schon drin. Die habe ich letztes Jahr schon gefällt. Ich werde hier weitermachen, bin eben bis hierher gekommen. Werde hier jetzt dann noch weitermachen, weil die wachsen teilweise so schnell, dass die dann so schnell die ganzen Kokosnussbäume zudecken.
und die ganzen Kokosnussbäume dann gar keine Sonne mehr bekommen. Und deswegen werde ich da auch bald noch weitermachen und die noch alle umhauen. Dann habe ich noch eine weitere Frage an alle Palmenprofis da draußen. Ich habe hier auch manche Bäume, die so bräunliche Blätter da oben bekommen oder halt eigentlich ja von der Mitte aus dem Stamm. Und da frage ich mich auch, was ist mit den Bäumen? Bekommen die irgendwie, haben die zu wenig Nährstoffe oder was fehlt? Also wenn ihr da auch eine Ahnung habt, was dem Baum vielleicht fehlt, könnt ihr das ja auch mal ab in die Kommentare damit. Und weil hier habe ich jetzt zum Beispiel auch so einen, der, ja, weiß nicht, was mit dem los ist. Tot ist er auf jeden Fall nicht, weil er wächst trotzdem fleißig weiter. Sie schieben auch immer wieder neue Triebe raus. Da seht ihr ja auch, bei dem kommt in der Mitte auch schon ein neuer Trieb. Also ja, wenn ihr da eine Idee habt, was mit dem Baum los sein könnte, dann schreibt es einfach in die Kommentare und dann hoffe ich, dass ich das bald erfahre, was da das Problem sein könnte. Sag schon mal im Voraus vielen Dank. Jetzt neigt sich der Tag zu Ende. Ihr seht ja, sieht wieder schön aus. Ich habe jetzt den ganzen Tag wieder die Motorsense geschwungen. Mir tut der Rücken weh. Ich werde jetzt meine Tiere noch füttern gehen. Und wenn ich damit fertig bin, geht es dann nach Hause und werde mich da ein bisschen hinsetzen und den Abend noch genießen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich gehe jetzt Feierabend machen, werde euch, denke ich, das Video noch fertig machen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund. Euer René aus Thailand. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down.